Ein Dauerbrenner hier bei uns in der Beratung ist die Verwendung der US-LLC als steuerfreie Gesellschaft für digitale Nomaden, Perpetual Travelers und andere, die in ein Niedrigsteuerland umziehen. Wir haben dazu ja schon einige Videos gemacht, aber es haben sich jetzt doch noch einige neue Erkenntnisse auch ergeben. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt nochmal dieses neue Video hier zu produzieren, wo wir letztlich den ganzen Sachverhalt insbesondere im Hinblick auf die erweitert beschränkte Steuerpflicht nochmals zusammenfassen und neu für dich aufbereiten. Ja, die amerikanische LLC ist eine sehr spannende Rechtsform. Warum sie grundlegend so interessant ist, ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass man in den USA auf Gewinne der LLC keine Steuern bezahlt, wenn diese LLC einen Gesellschafter hat und in den USA keine Betriebsstätte hat. Dann spricht man von einer sogenannten Disregarded Entity. Dann sind sämtliche Einnahmen der LLC in den USA steuerfrei. Man muss auch im Grunde genommen keine Buchhaltung machen. Man muss keine volle Steuererklärung einreichen. Man muss sehr wenig dort einreichen. Es gibt keine Umsatzsteuer etc. pp. Das heißt, man hat eine extrem flexible, steuereffiziente und auch pflegeleichte Gesellschaft. Weitere Vorteile der LLC sind, dass man hier ein gutes Level an Anonymität genießt. Namen der Gesellschafter oder auch Geschäftsführer werden nicht im Handelsregister in den USA veröffentlicht. Man muss dort auch keine Bilanzen hochladen. Da stehen sehr wenige Details zur Gesellschaft im Handelsregister veröffentlicht. Es gibt zwar mittlerweile ein Transparenzregister, dieses ist aber nicht öffentlich zugänglich. Man kann auch ganz interessante Konten mit der LLC eröffnen. Man kann sich auch die sehr attraktive US-Bonität aufbauen, also die persönliche Bonität auf Basis dieser LLC. Also wie gesagt, die LLC hat sehr interessante Features, die sich hier nutzen lassen. Da gibt es natürlich dementsprechend dann auch besonders viele Anbieter, die hier diese LLC wie geschnitten Brot verkaufen, immer die Vorteile der LLC herausstreichen, verschiedene Servicedienstleistungen rund um die LLC anbieten. Die gibt es in Deutschland, die gibt es natürlich auch in den USA und in anderen Ländern. Das große Problem ist jetzt eigentlich, dass deutsche Staatsbürger, die Deutschland verlassen, um digital Nomaden oder Perpetual Traveler zu werden, ihre Einkünfte in den meisten Fällen noch 10 Jahre lang in Deutschland versteuern müssen. Gerade die LLC-Gründer wollen das natürlich nicht zugeben, aber das ist eben leider nun mal die Tatsache. Schweizer, Österreicher oder andere Nationalitäten haben hier natürlich überhaupt kein Problem. Die können diese Gesellschaft gründen, die können sofort digitale Nomaden, Perpetual Travelers sein, in ein Niedrigsteuerland umziehen, dann die LLC gründen und hier nach Herzenslust steuerfrei Geld verdienen. Für deutsche Staatsbürger funktioniert das nicht, und zwar völlig unabhängig von der Tatsache, ob du nur noch Vermögen wie Immobilien, Firmenbeteiligung etc. in Deutschland hast. Es gibt eben in Deutschland die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht, von der sind nur deutsche Staatsbürger betroffen, die vor dem Wegzug aus Deutschland 5 Jahre in den letzten 10 Jahren als Deutsche unbeschränkt in Deutschland steuerpflichtig waren. Ziehen Sie nun in ein Niedrigsteuerland um oder sind Sie wohnsitzlos und haben dann sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte, man muss sagen betriebsstättenlose gewerbliche Einkünfte, denn hier geht es nur um gewerbliche Einkünfte, wohlgemerkt. Ja. Das heißt, echte Freiberufler, die tatsächlich freiberuflich selbstständig tätig sind, Anwälte, Steuerberater, Lehrer, Ärzte und so weiter und so fort, sind davon nicht betroffen. Man ist davon nur betroffen, wenn man gewerbliche Einkünfte erzielt. Wenn man also solche gewerblichen Einkünfte erzielt und es liegt hier keine Betriebsstätte vor, wo die Wertschöpfung stattfindet, das heißt letztlich, man operiert mit einer Briefkastengesellschaft, was ja diese steuerfreie LLC zweifellos ist, sonst müsste sie nämlich in den USA Steuern bezahlen. Also wenn man mit einer solchen Briefkastengesellschaft operiert, dann sind die Einkünfte, die man daraus generiert, noch für 10 Jahre in Deutschland zu versteuern.
Und nicht nur das, man muss dann auch eine volle Buchhaltung mit Jahresabschlüssen nach deutschen Standards für diese LLC einreichen, die diese gewerblichen Einkünfte hier generiert. Das heißt, sehr viele digitale Nomaden, sehr viele Perpetual Travelers, die heute unterwegs sind und hier die LLC verwenden, und mir ist natürlich klar, dass das sehr viele tun, die verstoßen im Grunde genommen hier gegen das deutsche Steuerrecht. Man muss daher also sagen, dass letztlich ein Deutscher, der im Ausland als Perpetual Traveler oder digitaler Nomade unterwegs ist und hier solche Einkünfte erzielt, gewerblicher Natur, keine Steuervorteile hat gegenüber jemandem, der in Deutschland ansässig ist. Hier wird viel Unsinn erzählt im Internet, auf YouTube und sonst wo, aber das deutsche Steuerrecht ist klar. Diese Regelung ist zwar schon recht alt, sie kommt aus den 70er Jahren, aber sie wurde tatsächlich erst im Dezember 2023 nochmals vom Bundesfinanzministerium konkretisiert und in aller Härte, sage ich mal so, bestätigt. Man hat hier keinerlei Abstriche gemacht oder hier Zugeständnisse gemacht. Die Regelung gilt so für jeden eben, der in ein Niedrigsteuerland umzieht aus Deutschland oder wohnsitzlos ist. Jetzt könntest du ja sagen, es wäre ja eine gute Idee, einfach die deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben und dann nicht unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht zu fallen. Insbesondere dann eben, wenn du noch eine andere Staatsbürgerschaft hast. Vielleicht hast du eine andere EU-Staatsbürgerschaft. Das ist leider nicht so ohne weiteres möglich, denn wie gesagt, beim Wegzug werden die letzten 10 Jahre angeschaut. Hast du in diesen 10 Jahren hier 5 Jahre in Deutschland gelebt, warst dort unbeschränkt steuerpflichtig als Deutscher, dann fällst du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Du müsstest also, wenn überhaupt, 5 Jahre vor dem geplanten Wegzug und ein bisschen länger, sage ich mal, die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben, dann noch als Nichtdeutscher in Deutschland wohnen und dann kannst du wegziehen und würdest dann nicht mehr unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Aber einfach jetzt hier kurz vor dem Umzug die Staatsbürgerschaft aufzugeben, die deutsche, das würde nicht funktionieren. So, ich möchte jetzt hier noch einmal den relevanten Gesetzestext zeigen. Der Paragraph 2 des Außensteuergesetzes regelt diese Maßnahmen rund um die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Und in diesem Abschnitt hier sind die ganzen, sage ich mal, Maßnahmen erklärt. Für Einkünfte der natürlichen Person, die weder durch deren ausländische Betriebsstätte noch durch deren in einem ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt werden, ist für die Anwendung dieser Vorschrift das Bestehen einer inländischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte der natürlichen Person anzunehmen, der solche Einkünfte zuzuordnen sind. Satz 1 findet nur Anwendung für Veranlagungszeiträume, in denen die hiernach insgesamt beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte mehr als 16.500 Euro betragen. Hier wird es also, wie gesagt, erklärt. Deswegen sprach man hier früher auch von sogenannten betriebsstättenlosen Einkünften. Dann gab es hier eine Klage durch den Formel-1-Rennfahrer Heinz-Harald Frentzen, die er auch gewonnen hat. Er hat argumentiert, jedes Unternehmen hat mindestens eine Betriebsstätte, nämlich mindestens eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte. Und man hat dann im Nachgang diesen Text hier noch einmal angepasst. Jetzt wird angenommen, dass eine ausländische Betriebsstätte möglicherweise als Leitungsbetriebsstätte besteht. Die ist auch nicht an eine feste Einrichtung gebunden. Aber dann wurde der Gesetzestext so angepasst, dass letztlich hier die funktionale Betriebsstätte vorausgesetzt wird. Auch im BMF-Schreiben an die Finanzämter vom Dezember 2023 wurde diese Formulierung noch einmal genauer konkretisiert. Hier sehen wir das Schreiben und hier sehen wir, um was es geht. Was sind eben Zusatzeinkünfte, die dann noch der deutschen Besteuerung unterliegen? Unter anderem, hier ist der entscheidende Abschnitt.
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die keiner inländischen Betriebsstätte und lediglich mangels Existenz betriebsstättenloser gewerblicher Einkünfte einer im ausländischen Staat gelegenen bloßen Geschäftsleitungsbetriebsstelle zuzurechnen sind, zum Beispiel Entgelte für Werbeauftritte im Inland von nicht unbeschränkt steuerpflichtigen Künstlern und Sportlern. Für solche Fälle fingiert § 2 Absatz 1 die Existenz einer Geschäftsleitungsbetriebsstelle der natürlichen Person im Inland, der solche Einkünfte zuzurechnen sind. Das bedeutet, dass wenn es im Ausland nur eine sogenannte Geschäftsleitungsbetriebsstätte gibt, die ja nicht an einen festen Ort gebunden ist, ja, das heißt also auf Deutsch, wir haben eine Briefkastenfirma und irgendjemand, der diese Briefkastenfirma dann irgendwo auf der Welt betreibt, dann löst das eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte in Deutschland aus. Die hat dann bei der Besteuerung Priorität. Das heißt, die Einkünfte, die gewerblicher Natur sind, die gewerblichen Einkünfte wohlgemerkt, müssen dann noch für 10 Jahre in Deutschland versteuert werden. Dieser Text hier ist aus dem Jahre 2023, Dezember 2023, also sehr aktuell. Wohlgemerkt muss man beachten, dass es hier tatsächlich nur um gewerbliche Einkünfte geht. Das heißt, wenn du ein echter Freiberufler bist, dann bist du von diesem ganzen Schlorum nicht betroffen. Was sind zum Beispiel gewerbliche Einkünfte? Was sind zum Beispiel Tätigkeiten, die digitale Nomaden und Perpetual Travelers ja oft hier wahrnehmen? Zum Beispiel Affiliate Marketer, Blogger, Influencer, Coach, Content Creator, Designer, Fotograf, Grafikdesigner, Kundenservice-Mitarbeiter, Marketingberater, Programmierer, SEO-Experte, Transkriptionist, Video-Editor, virtueller Assistent, Webentwickler, Wirtschaftsberater, YouTuber und so weiter. All diese Tätigkeiten konstituieren üblicherweise einen Gewerbebetrieb. Wenn du sowas als Digitalnomade machst, dann bist du in Deutschland weiterhin steuerpflichtig für 10 Jahre für die Einkünfte, die du daraus erzielst, egal ob du eine LLC verwendest oder nicht. Die Abgrenzung zwischen Gewerbetreibenden und Freiberuflern ist ja nicht immer ganz einfach und das ist natürlich auch hier so. Was sind freiberufliche Tätigkeiten? Nun, wie ich euch gerade eben gezeigt habe, geht man ja im Rahmen der erweiterten Beschränkungssteuerpflicht auf die Paragraphen 15 und 16 des Einkommensteuergesetzes ein. Die freiberuflichen Tätigkeiten sind in Paragraph 18 definiert. Hier geht es also um wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende und erzieherische Tätigkeiten. Lehrer, Schriftsteller, Künstler etc., die also hier als freiberuflich einzustufen sind. Dann gibt es auch noch die sogenannten Katalogberufe, die hier explizit im Gesetz benannt werden. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen. All sie sind nicht von der erweiterten beschränkten Steuerpflicht in diesem Kontext hier der sogenannten betriebsstättenlosen gewerblichen Einkünfte betroffen. Das sind alles Einkünfte aus freien Tätigkeiten. Auch ähnliche Berufe werden hier vom Gesetz umfasst. Das heißt, hier gibt es natürlich einen gewissen Spielraum. Natürlich muss man ebenfalls beachten, dass eine Person natürlich auch gemischte Einkünfte haben kann. Man kann sich ja zum Beispiel gut vorstellen, dass ein Deutschlehrer, der über Zoom, über Team hier Deutschunterricht gibt als digitaler Nomade, hier freiberufliche Einkünfte hat, die fallen dann nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, hat aber die gleiche Person auch noch Einkünfte zum Beispiel aus dem Verkauf von Videos, wo dann die Schüler hier auf bestimmten Online-Content zugreifen können, zum Beispiel Videocontent und dafür was bezahlen, dann hat natürlich die Person auf einmal dann auch gewerbliche Einkünfte. Das heißt, es ist auch eine Situation vorstellbar, wo ein Teil der Einkünfte dann unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällt und erklärt werden muss und ein anderer Teil nicht.
Wir können dir bei der Abgrenzung zwischen Freiberuflichkeit und Gewerbe ehrlich gesagt nicht helfen. Mach das am besten mit deinem deutschen Steuerberater oder Rechtsanwalt. Wichtig ist, dass du weißt, nur der Freiberufler entkommt der erweitert beschränkten Steuerpflicht im Kontext dieser sogenannten betriebsstättenlosen gewerblichen Einkünfte, der Gewerbetreibende nicht. Hier möchte ich jetzt auch noch mal kurz einfügen, das hat jetzt mit dem Thema hier eigentlich nichts zu tun, das heißt, ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, aber natürlich auch die Besteuerung selbstständiger freiberuflicher Einkünfte ist international sehr trickreich. Das ist nicht trivial. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein deutscher Schönheitschirurg ist digitaler Nomade und hat eine LLC. Er weilt regelmäßig in Rom, Paris und London, um dort tageweise zu operieren. In allen 3 Staaten muss die Klinik, wo der Arzt operiert, 25-30% Quellensteuer von seinem Honorar einbehalten und an die lokale Steuerbehörde überweisen. Grund: Er ist nirgendwo ansässig und hat auch nirgendwo eine feste Betriebsstätte. Ich hätte jetzt diesem Schönheitschirurgen hier geraten, sich nicht für die LLC zu entscheiden, sondern zum Beispiel für ein Malta-Setup. Also er richtet offiziell seinen Wohnsitz in Malta ein, gründet dort eine Firmenstruktur. Dort zahlt er dann effektiv 5% Steuer auf seine Gewinne. Er muss diese nicht mit persönlicher Einkommensteuer versteuern. Das heißt, 5% ist wirklich das, was er bezahlt. Aber aufgrund der einschlägigen DBAs mit den Ländern, die ich gerade eben genannt habe, Italien, Frankreich und UK, und der Tatsache, dass in Malta eine Betriebsstätte vorliegt und er geht im Grunde genommen als Repräsentant seines maltesischen Unternehmens dann in diesen 3 Städten arbeiten, wird dann dort keine Quellensteuer abgezogen. Dieses Setup wäre also in diesem konkreten Fall hier für den Arzt das Bessere. Ich will damit sagen, nur weil man der erweitert beschränkten Steuerpflicht in Deutschland entkommt als Freiberufler, heißt es nicht, dass es hier nicht andere kritische Probleme gibt, die man anschauen muss. Und eben bei den Selbstständigen ist es oft die Tatsache, wo man die Tätigkeit ausübt. Das heißt, du musst dich hier konkret damit befassen, was deine freiberufliche Tätigkeit im Ausland hier für steuerliche Konsequenzen hat. Möglicherweise findet dort die Besteuerung sofort statt und du bist dort sofort steuerpflichtig, wenn du eben keinen Wohnsitz hast und im Ausland keine Betriebsstätte. Mir ist natürlich klar, dass das möglicherweise niemand kontrollieren kann, ja, aber zumindest solltest du dich damit auseinandersetzen. Aber klar ist schon mal, und darum geht es ja in diesem Video, du bist nicht von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen. Das sind nur jene Digitalnomaden und Perpetual Traveler, die gewerbliche Einkünfte haben. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum redet eigentlich darüber niemand? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Nun, also wir haben schon einige Videos zu diesem Thema veröffentlicht. Es gibt auch andere deutschsprachige Experten im Internet, die hier Videos veröffentlichen. Ich mache mal nachher einen Link zu unserer Webpage zu dem Thema hier in dieses Video, in die Beschreibung mit hinein. Dort wird auch ein Video eines anderen Experten zum Beispiel angezeigt werden. Also es gibt schon solche Stimmen, die hier tatsächlich sagen, was Sache ist, aber eben die LLC ist natürlich als Angebot omnipräsent. Es gibt natürlich dort sehr viele Anbieter, die diese hier wie warme Semmeln anbieten. Und es ist natürlich schwierig, manchmal hier zu Wort zu kommen bei diesem ganzen Lärm. Das ist ja ganz klar. Wenn du dann solche LLC-Gründer damit konfrontierst, mit diesen Sachverhalten, dann sagen die, naja, das kannst du vergessen, du bist doch sowieso ein kleiner Fisch, es interessiert sich niemand für dich. Dann werden hier Zahlen aus den 80er Jahren dann zitiert. Es gab damals eine große Anfrage an den Deutschen Bundestag. Hier hat dann die Finanzverwaltung Statistiken zur Veranlagung in der erweitert beschränkten Steuerpflicht veröffentlicht. Und da kam raus, dass so 100 bis 200 Steuerzahler pro Jahr in den 80er und 70er Jahren von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen waren. Die LLC-Gründer suggerieren dann, dass du dir deswegen aufgrund dieser Statistiken, die mehr als 40 Jahre alt sind, keine Sorgen machen musst. Es interessiert sich sowieso niemand dafür.
man wird sowieso nicht erwischt, dem Finanzamt sei diese ganze Sache egal. Nun ist das wirklich so, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du solche Argumente auch in anderen Bereichen deines Lebens als Entscheidungsgrundlage dafür verwendest, ob du dich jetzt rechtskonform verhalten sollst oder nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Die meisten unserer Mandanten würden sich niemals auf sowas einlassen. Gesetz ist Gesetz. Ich meine, ich habe dir den Text aus 2023 hier vorgelesen. Also hier gibt es keinerlei abweichende Positionen seitens der Finanzverwaltung. Sie haben sich eher noch verhärtet. Und die Risiken sind ja auch tatsächlich enorm. Ja, sagen wir mal, du verdienst als digitaler Nomade 100.000 Euro im Jahr, machst das 5 Jahre lang und unterschlägst dann 500.000 Einkommen hier vor dem Finanzamt, weil du die Erklärung nicht einreichst. Da steht Gefängnis drauf. Ja, da bist du schon mit mehr als einem Bein im Knast. Und dieses Risiko wollen eigentlich die meisten wenigstens, die mit uns zu tun haben, jetzt nicht eingehen. Und dann haben sich ja auch bestimmte Dinge verändert. Also 2017 wurde die Anlage WAEST eingeführt. Die muss jetzt jeder letztlich mit seiner letzten Steuererklärung einreichen. Wenn er Deutschland verlässt, dann muss man ganz klar ein Kreuz machen und sagen, ich bin hier digitaler Nomade oder in Niedrigsteuerland umgezogen und so weiter im Sinne dieser erweitert beschränkten Steuerpflicht, im Sinne dieses Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes, den ich dir vorhin hier vorgelesen habe. Also das heißt, ich wohne entweder im Niedrigsteuerland oder bin wohnsitzlos. Das heißt, die Finanzverwaltung weiß ja ganz genau, wer hier potenziell darauf anzusprechen ist. Und auch hier willst du jetzt wirklich suggerieren, dass es klug ist, bewusst hier Falschangaben zu machen gegenüber dem Finanzamt. Also wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen und die meisten Mandanten, mit denen wir zu tun haben, würden sowas niemals machen. Ja, einfach aufgrund des Risikos, was damit ja behaftet ist. Ein anderer Punkt, der oft gemacht wird, ist, dass man sagt, naja, okay, dann nimm halt einfach ein virtuelles Büro in den USA oder irgendeinen Untermietvertrag oder sowas, dann hast du ja nach deutschem Verständnis eine Betriebsstätte, nach amerikanischem Verständnis aber keine Betriebsstätte. Insofern hast du dann keine betriebsstättenlosen Einkünfte. Aber das ist natürlich Larifari. Das stimmt natürlich absolut überhaupt nicht. Ja. Das ist blanker Unsinn. Erst im Februar 2024 hat das Bundesfinanzministerium in einem neuen BMF-Schreiben klargestellt, dass nach deutschem Verständnis eine feste Geschäftseinrichtung nur dann als Betriebsstätte dienen kann, wenn dort tatsächlich Tätigkeiten ausgeübt werden. Ein leerstehendes Büro, wo niemals etwas passiert und wo man auch nie die Intention hatte, dass etwas passiert, ist keine Betriebsstätte. Ich zitiere aus dem BMF-Schreiben. Für die Annahme eines unmittelbaren Dienens der Geschäftseinrichtung oder der Anlage ist es erforderlich, dass in dem Objekt eine eigene unternehmerische Tätigkeit mit fester örtlicher Bindung ausgeübt wird und sich in der Bindung eine gewisse Verwurzelung des Unternehmens mit dem Ort der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit ausdrückt. Also ohne Tätigkeit vor Ort keine Betriebsstätte, ganz klar. Irgendein leerstehendes Büro zu haben, das bringt dir gar nichts. Das gleiche BMF-Schreiben hat übrigens auch bestätigt, dass ein virtuelles Büro zwar als Leitungsbetriebsstätte taugt, aber nur dann, wenn die geschäftsleitenden Entscheidungen des Tagesgeschäfts, nicht der Strategie, was ist unsere Unternehmensstrategie, bla bla bla, sondern des Tagesgeschäftes tatsächlich dort getroffen werden. Ich zitiere. Die Einschaltung eines Büroservice-Unternehmens ist nur dann beachtlich, wenn dort tatsächlich unternehmerische Entscheidungen von Gewicht in Klammer Geschäftsleitungen getroffen werden. Also, wenn du jetzt natürlich ein Büro in den USA hast und dort liegt eine tatsächliche Betriebsstätte vor, dort wird eine tatsächliche Tätigkeit ausgeführt, dann ist natürlich klar, dass du keine betriebsstättenlosen Einkünfte hast. Das ist ja völlig logisch. Aber dann werden ja diese Einkünfte in den USA dann besteuert werden, denn dann liegt auch nach US-Definition ganz klar eine Betriebsstätte vor. Ja, das kannst du natürlich machen, das ist ja klar. Die Steuern in den USA sind bis zu einem gewissen Grad recht günstig. Ja, könnte man sich überlegen, ob man das macht, aber es ist nicht steuerfrei dann. Eine Frage, die sich möglicherweise jetzt auch stellt, ist, was passiert, wenn man nicht nomadisch leben will? Was passiert, wenn man nur in einem Niedrigsteuerland wohnt, in Anführungszeichen? Ändert sich dann was an dieser Situation? Nein, es ändert sich tatsächlich nichts. Der Paragraph 2 des Außensteuergesetzes regelt ja, dass die erweitert beschränkte Steuerpflicht
tatsächlich dann zutrifft, wenn man in ein Niedrigsteuerland umzieht. Das ist per Definition ein Land, in dem die Steuern 30% niedriger sind als in Deutschland. Hier muss man vor allen Dingen auch mögliche Sonderarrangements für Ausländer berücksichtigen, wie den Non-Dom-Status, Pauschalbesteuerung und so weiter. Oder aber eben, wenn man keinen festen Wohnsitz hat. Ja, das heißt, wenn du also in ein Niedrigsteuerland umziehst, dann trifft auch die erweitert beschränkte Steuerpflicht auf dich zu. Allerdings hängt es dann stark davon ab, ob dieses Niedrigsteuerland ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat oder nicht. Hat es ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, dann entfaltet dieses häufig eine Abschirmwirkung gegen die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Das heißt also, Deutschland dürfte dann nicht die gewerblichen Einkünfte, die du aus der LLC letztlich beziehst, besteuern. Darauf hätte der Ansässigkeitsstaat das Recht. Und damit bist du natürlich gleich wieder in der Situation letztlich, dass du dann diese LLC im Ansässigkeitsstaat eigentlich anmelden müsstest und dafür dann auch Steuererklärung und so weiter einreichen musst, denn ansonsten würdest du ja dort Steuern hinterziehen. Ja. Also mal als Beispiel, du ziehst nach Malta um. Malta ist ein EU-Land, hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Gründest eine LLC, diese LLC macht IT-Beratung, du machst diese IT-Beratung von Malta aus. Dann hat diese LLC de facto eine Betriebsstätte in Malta. Dann musst du diese LLC in Malta für die Körperschaftssteuer registrieren oder möglicherweise zahlt man eben auch Einkommensteuer auf die Erträge. Dann muss man eben persönlich dort dann hier ein Gewerbe anmelden, sage ich mal, oder eben eine Einzelfirma. Und dann sind die Erträge, die über die LLC anfallen, dann auch in Malta zu versteuern. Ja? Würdest du das nicht machen, diese Anmeldung, dann würdest du letztlich in Malta dann Steuern hinterziehen. Du würdest aber nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen, denn das DBA entfaltet eine Abschirmwirkung und außerdem sind natürlich die Einkünfte aus der LLC dann auch nicht mehr betriebsstättenlos, denn deine Betriebsstätte wäre ja dann in Malta. Hast du also dann keine Immobilien mehr in Deutschland, keine Konten, keine Depots, keine Unternehmensbeteiligungen, fällst du nicht mehr unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Denn die betriebsstättenlosen Einkünfte, die ja die erweitert beschränkte Steuerpflicht auslösen können, liegen ja dann auch nicht mehr vor. Denn wir haben ja vorhin gesagt, die Betriebsstätte ist in dieser Konstellation letztlich in Malta. Ob es jetzt sinnvoll ist, in Malta eine LLC zu gründen, wenn du dort lebst, wage ich zu bezweifeln. Das Typische wäre dann eigentlich eine maltesische Gesellschaft zu gründen. Diese bezahlt 5% Steuern. Die LLC wäre eigentlich hier dann gar nicht notwendig. Du müsstest selbst keine Steuern zahlen auf die Gewinnausschüttung. So müsste man sich dann in jedem Staat die Sache getrennt anschauen. Ich komme gleich nochmal auf die Vereinigten Arabischen Emirate zu sprechen. Das kann durchaus auch ein interessanter Standort sein. Also das Thema Betriebsstätte anmelden der LLC im Ausland ist schon ein interessantes Thema im richtigen Sitzstaat. Befassen wir uns jetzt nochmal mit den sonstigen Folgen der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Wie ich schon gesagt habe, bist du dann noch verpflichtet, in Deutschland eine Steuererklärung für deine weltweiten Einkünfte einzureichen für 10 Jahre, wenn du unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst. Hier wird ein spezielles Formular verwendet. Hast du zum Beispiel dann eine solche LLC, dann musst du nicht nur die Einkünfte erklären, sondern musst auch die komplette Jahresbuchhaltung der LLC mit Jahresabschlüssen beim Finanzamt als Anhang zu dieser Steuererklärung einreichen. Aber diese Einreichung der Erklärung bedeutet nicht, dass du dann dein Welteinkommen in Deutschland noch versteuern musst. Du musst letztlich nur jene Einkünfte in Deutschland versteuern, die aus deutscher Sicht keine Auslandseinkünfte sind. Und dazu zählen eben diese betriebsstättenlosen gewerblichen Einkünfte aus der LLC.
Wenn du jetzt eine amerikanische Aktie hast, zum Beispiel Coca-Cola, und Coca-Cola schüttet dir eine Dividende aus, dann sind diese Dividendenerträge nicht in Deutschland mehr zu versteuern unter der weiter beschränkten Steuerpflicht, denn es handelt sich ja ganz klar um amerikanische Einkünfte. Das Problem ist ja eben bei der LLC, dass hier nicht ganz klar ist, wo sich hier die Betriebsstätte befindet. Anders als bei Coca-Cola, ganz klar in den USA. Bei der LLC wissen wir es nicht. Da gibt es keine Betriebsstätte. Daher sind die Einkünfte dann noch in Deutschland zu versteuern. So, am Ende dieses Videos möchte ich dir jetzt noch 7 Tipps mitgeben, wie du die LLC nutzen kannst und die erweitert beschränkte Steuerpflicht legal vermeiden kannst. Ja, da gibt es Wege. 7 Wege werde ich dir jetzt hier vorstellen. Lösung Nummer 1 ist, die deutsche Staatsangehörigkeit rechtzeitig abzugeben oder erst gar nicht anzunehmen. Wir haben jetzt ja das neue deutsche Staatsangehörigkeitsrecht seit Ende Juni 2024. Viele Ausländer, die in Deutschland leben, möchten gerne die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Wenn du in dieser Situation bist, rate ich dir dringend davon ab, insbesondere dann, wenn du in ein paar Jahren planst, Deutschland wieder zu verlassen. Du hast mit dieser deutschen Staatsangehörigkeit nur Ärger. Ja, eben solche Dinge wie die erweitert beschränkte Steuerpflicht, aber auch Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, wenn du Deutschland verlassen hast, sind dann noch in Deutschland fällig. Also ich würde dir davon abraten. Oder zumindest würde ich dir dazu raten, dir das sehr genau zu überlegen. Wenn du Deutscher bist, in Deutschland lebst, eine doppelte Staatsangehörigkeit hast, vielleicht aus einem anderen EU-Land, kannst du diese ablegen. Wichtig ist dann, dass du für 5 Jahre mindestens in Deutschland lebst, hier, bevor du letztlich dann ins Ausland umziehst. Und zwar, dass du in Deutschland lebst, ohne Deutscher zu sein. So, beziehungsweise es müssen eigentlich 5 Jahre und ein halbes Jahr sein oder 6 Jahre, sagen wir mal. So warst du dann letztlich 6 Jahre in Deutschland, hast 6 Jahre in Deutschland gelebt, unbeschränkt steuerpflichtig, ohne die deutsche Staatsbürgerschaft und du ziehst dann ins Ausland um, fällst du nicht mehr unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, denn du hast ja dann in den letzten 10 Jahren nicht mehr 5 Jahre oder mehr in Deutschland als Deutscher unbeschränkt steuerpflichtig dich dort aufgehalten. Möglichkeit Nummer 2, geh schon als junger Mensch ins Ausland. Du kannst die erweitert beschränkte Steuerpflicht als Deutscher komplett vermeiden, wenn du zum Beispiel im Ausland studierst und noch ein paar Jahre dort arbeitest. Du bist dann mindestens 6 Jahre aus Deutschland weg, kommst zurück nach Deutschland und wenn du dann ins Ausland umziehst, dann warst du in den letzten 10 Jahren keine 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig. Insofern trifft dich dann auch die erweitert beschränkte Steuerpflicht nicht mehr. Möglichkeit Nummer 3, du hast echte freiberufliche Einkünfte, die du als Selbstständiger erzielst. Wir hatten ja vorhin von der Liste gesprochen. Du bist zum Beispiel Arzt, Rechtsanwalt oder hast eine ähnliche Tätigkeit, die auf der Liste dort enthalten ist oder die der Definition des Paragraph 18 des Einkommensteuergesetzes entspricht. Diese Einkünfte fallen nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Insofern hast du dann damit auch kein Problem, kannst diese über eine LLC abrechnen und vereinnahmen und musst keine Steuern darauf in Deutschland bezahlen. Möglichkeit Nummer 4, du hast einen Ehepartner, Lebenspartner, der nicht deutsch ist. Wie gesagt, die erweitert beschränkte Steuerpflicht betrifft nur Deutsche. Hast du einen Ehepartner, der keine deutsche Staatsangehörigkeit hat, auch nicht als zweite Staatsangehörigkeit, kann der Ehepartner oder Lebenspartner für dich die LLC gründen. Die LLC kann dann die entsprechenden Umsätze machen. Du kannst dich dann bei der LLC deines Partners anstellen lassen, verdienst weniger als 16.500 € als angestellter Mitarbeiter. Damit bist du aus der erweitert beschränkten Steuerpflicht raus. Die Grenze ist hier 16.500 € und dein Ehepartner, Lebenspartner ist nicht davon betroffen. Möglichkeit Nummer 5, du vermeidest betriebsstättenlose Einkünfte und richtest eine Betriebsstätte in einem steuerlich attraktiven Land ein. Wir haben das vorhin kurz besprochen mit Malta. Du kannst das zum Beispiel auch machen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Du kannst dort die Gesellschaft registrieren. Die haben ja mittlerweile eine Körperschaftsteuer. Das heißt, du besorgst eine Steuernummer für die Gesellschaft, du meldest sie dort an. Du reichst dann auch eine Buchhaltung ein, Jahresabschlüsse, Steuererklärung. Zwar gibt es dort eine Körperschaftssteuer in Höhe von 9%, aber die ersten 100.000 € ungefähr an Gewinn sind steuerfrei.
und Unternehmen bis zu einem Umsatz von ungefähr 750.000 Euro müssen auch keine Steuern bezahlen. Das heißt also, wenn deine LLC zum Beispiel darunter liegt, dann hast du hier die Möglichkeit, effektiv eine Betriebsstätte einzurichten, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu leben. 90 Tage ist ja dort der Mindestaufenthalt mit der Emirates ID und bist im Grunde dann fein aus dem Schneider. Steuern zahlst du auch nicht, hast aber die LLC und kannst dann die weiter beschränkte Steuerpflicht vergessen, denn deine Einkünfte sind nicht mehr betriebsstättenlos. Möglichkeit Nummer 6, du hast eine vermögensverwaltende LLC. Wenn also die LLC natürlich nur Verwalter deines Privatvermögens ist, ja, und du bist jetzt nicht gewerblich im Trading, du hast aber ein paar Depots, ein paar Wallets, ein paar Konten und so weiter und möchtest diese einfach aus verschiedenen Gründen von der LLC verwalten lassen, in die LLC einbringen, dann sind die Einkünfte daraus natürlich nicht gewerblich, außer du würdest jetzt gewerblich traden. Das heißt, das wäre auch völlig bedenkenlos zu machen. 7. und letzte Lösung, du hast eine LLC ohne Gewinne. Eine LLC ohne Gewinne generiert keine Einkünfte und somit hast du auch keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb und fällst nicht unter die weiter beschränkte Steuerpflicht. Man muss ja vielfach eine Firma gründen, um zum Beispiel ein neues Business aufzubauen, um einen Vertrag abzuschließen oder auch einfach mal mit was zu beginnen, mit einer bestimmten Entwicklung, ohne dass man dort gleich Umsätze und Gewinne realisiert. Das kannst du also machen über die LLC. Da unterliegst du dann nicht der weiter beschränkten Steuerpflicht, wenn es hier keine Einkünfte gibt. So, das waren sie, die 7 Tipps, wie du die US-LLC auch verwenden kannst als digitaler Nomade oder Perpetual Traveler. Dennoch muss man natürlich ganz klar sagen, diese Lösung ist nicht für alle Mandanten geeignet. Wenn du also tatsächlich gewerbliche Einkünfte hast und du bist hier als digitaler Nomade unterwegs oder Perpetual Traveler, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als hier die Steuern in Deutschland zu bezahlen oder aber dir einen Wohnsitz zu suchen, wo du dann letztlich hier steuergünstig leben kannst und dann vor Ort deine Betriebsstätte haben kannst. Das, was ich zum Beispiel vorhin mit Malta erwähnt habe, da gibt es schon ein paar Standorte, aber ist der digitale Nomadenstatus nicht kompatibel mit der deutschen Steuerpflicht, jedenfalls nicht dann, wenn du gewerbliche Einkünfte erzielst. Das muss ganz klar sein. Österreicher, Schweizer haben kein Problem, Deutsche, die Freiberufler sind, haben auch kein Problem. Wenn du aus irgendwelchen anderen Gründen eine LLC hast, die keine gewerblichen Einkünfte produziert, hast du auch kein Problem. Aber wenn du diese Gewerblichkeit hast, wenn du also einen der Berufe ausübst, die wir hier vorhin besprochen haben, von YouTuber bis Webprogrammierer, dann sieht es leider nicht sehr gut aus für dich. Dann würde ich eine andere Rechtsform verwenden. Hier gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die man tatsächlich umsetzen kann, die man auch so gut wie steuerfrei gestalten kann, wo du dann dieses Betriebsstättenproblem nicht hast. Zum Beispiel eine andere US-Gesellschaft, die tatsächlich offiziell in den USA eine Betriebsstätte hat, aber dir dann ein Gehalt auszahlt. Dieses Gehalt kann dann ebenfalls steuerfrei sein. Es muss sich dabei auch gar nicht um eine LLC handeln. Aber diese Themen werden wir gerne in der Beratung behandeln oder vielleicht auch mal in einem anderen Video. Wenn auch du darüber nachdenkst, digital normale Perpetual Traveler zu werden oder in ein Niedrigsteuerland umzuziehen und du schlägst dich mit solchen steuerlichen Fragen herum, die wir hier in diesem Video besprochen haben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.